Der längste Miniatureisenbahnzug der Welt. Am 19. Oktober 2004 macht er sich auf den Weg. Nach 192 Metern ist es soweit. Der Eintrag ins Guinness-Buch der Weltrekorde ist geschafft. Doch vor 2,5 Monaten geschah das. In einem Hamburger Einkaufszentrum startet ein Rekordversuch. Ein noch längerer Zug. Und er gelingt. Das war schon irre. Da wusste ich, wofür ich das gemacht hatte. Ne? Frank Schönfeld und sein Team feiern den neuen Rekord. Doch die Freude ist schon damals nicht ganz ungetrübt. Da habe ich gedacht, also das nehmen Sie bestimmt, den Ball nehmen Sie bestimmt auf. Also, aber dass das so schnell geht, hätte ich nicht gedacht. Ja, dann haben wir halt wieder gegengehalten und haben eine längere Strecke gesucht und dabei fiel der Blick in den alten Elbtunnel. Witzig war, wir hatten auch noch ein paar andere Locations, unter anderem die AOL Arena ins Visier gezogen. Aber das war dann nicht so die richtige Idee im Winter, wenn es dann regnet und schneit. War ja Oktober, November. Also es war schon ordentlich kalt draußen. Als wir die 2 Tage da unten gearbeitet haben, muss man sich vorstellen, ich hatte meinen Lötkolben mitgenommen. Und der Lötkolben hat ja eine Digitalanzeige, ne? Die hat minus 0,5 Grad angezeigt. Naja, der alte Elbtunnel bot sich halt an, weil er diese wahnsinnig schöne lange Strecke hat und man erstmal damit auch wirklich Strecke geschafft hat. Und beim späteren Überprüfen haben wir dann festgestellt, das reicht aber eigentlich nicht und wir müssen noch mal um die Ecke rum und können aber dort auch einen schönen großen Bogen fahren. Die Rekordstrecke beginnt auf der St. Pauli-Seite. Nach 426 Metern geht es in die Kurve. Dann geht es noch einmal bis zur Mitte der Oströhre. Insgesamt ist die Strecke dann 735 Meter. Und die Modellbauer, die das angefangen haben, hatten nachher die Schwierigkeit, dass halt diese Sträge dann nachher irgendwann kamen. Und die hatten sie erst nicht auf dem Sender. Wir haben gedacht, das geht gerade. Sieht man auch nicht wirklich so. Man sieht zwar, dass es runtergeht, aber die haben gedacht, okay, das ist halt so gewollt, dass das halt auch mitgeht. Nee, denkst du, wir mussten gerade bauen. Wir haben diese Trasse, damit das gerade ist, auf Dokas gebaut. Das sind diese Bauhilfsstützen aus Holz, diese gelben. Und da war immer die Befürchtung, dass das einfach zu sehr wackelt. Ja, und dann lag das eigentlich nahe, um so ein bisschen zu recherchieren und beim THW anzurufen. Dann habe ich angerufen und erzählt so, ja, und Elbtunnel und Versuch und Und irgendwann unterbricht mich mein Gegenüber, der kam eigentlich gar nicht so richtig zu Wort und lachte und meinte, Stefan, bist du das? Ich bin's, Matthias. Und dann stellte sich erst heraus, dass der damalige Obmann vom THW Hamburg Mitte früher für uns schon für die Diskothek gearbeitet hat und dort für Panasonic Technics-Plattenspieler repariert hat. Und das Ergebnis vom Lied war, das THW rückte mit einem 12-Tonner an, 8 Leute, 2 Paletten Sandsäcke und 2 Gabelstapler. Es geht los. Der Zug setzt sich langsam in Bewegung. Angetrieben von 3 Loks. Die Originale fahren in schwedischen Bergwerken. Die sogenannten L-Cups gelten als die stärksten und robustesten Modelleisenbahnzüge auf dem Markt. Die ersten 50 Meter sind geschafft. Fühlt sich gut an. Fühlt sich auch gut an. Also wenn es so weitergeht, naja, wollen wir nicht zu viel versprechen hier. Aber es sieht sehr gut aus. Wir fuhren los und alles setzte sich in Bewegung. Es ging auch ganz gut. Und dann war beim ersten Versuch, glaube ich, es waren, ich glaube, 3 Loks insgesamt. Und die haben sich getrennt. Das heißt, die erste ist abgerissen und ist dann auf einmal alleine weitergefahren. Und ja, also gleich wieder abgebrochen nach ein paar Minuten. Beim zweiten Versuch, nachdem wir das dann ein bisschen verbunden hatten mit Drähten und so, damit sie sich mehr trennen können, sind wir gefahren, sind, glaube ich weiß nicht, 30, 40 Meter weit gekommen und dann ist eine der Loks abgeraucht. Diese Strecke wird ja mit Strom versorgt
und mit einzelnen Stromkreisen. Und es ist nicht nur ein Stromkreis, sondern mehrere. Und da sind wir in den nächsten Stromkreis gefahren und der war verpolt. Also plus minus war andersrum und gab einen Kurzschluss. Das haben wir aber ewig gesucht, bis wir das Problem gefunden haben. Muss man sich mal vorstellen, wir haben ja mehrere Booster gehabt, ich glaube 4 oder 5 Stück. Und wenn man jetzt einen Stecker falsch rum reinsteckt in diese Steckdose, hast du eine Phasenverschiebung. Und der machte es natürlich wuff. Also glaube ich 2 oder 3 Decoder sind dann hochgegangen im Qualm. Ja, das war's dann. Das war gegen 23 Uhr. Und dann rief mich dann Joachim irgendwann frühmorgens an, um 5, 6 so in der Dreh. Sagt er, bist du schon aufgestanden? Ich sage, ja, ich wollte gerade wieder los. Sagt er, ist gut. Sagt er, wir haben ein Problem. Das hat eine Weile gedauert, um herauszufinden, wo das herkam. Ließ sich aber in der Kürze der Zeit auch dann gar nicht ändern. Und wir haben dann aus der Not heraus den Zug einfach losgeschickt. Und ich bin dann immer losgerannt und habe bei der nächsten Trennstelle von den Boostern geguckt, ob die Polung richtig ist. Wenn sie das nicht war, bin ich zum nächsten Booster gerannt, habe das da umgepolt während des laufenden Betriebes und bin dann mit dem Zug drüber gefahren und bin dann weitergerannt bis zur nächsten Trennstelle. Und ich glaube, es waren irgendwie 8 Trennstellen und das ist bei 700 Meter, wenn du dann immer hin und her und zurückläufst, ist das schon relativ sportlich gewesen. Und dann sind Wagen aus der Schiene gesprungen, was natürlich spätestens in der Kurve dazu geführt hätte, dass der Rest auch rausgezogen wird. Ja, und dann habe ich noch während der Fahrt, also hier Handfahrpult, Stufen eingestellt und dann schnell noch mal so 2, 3 Waggons wieder auf die Schiene gestellt, dass sie dann weiterfuhren. Das ging dann auch. Es gab dann aber irgendein anderes Problem, da ist wieder irgendwas stehen geblieben. Und das war dann auch mittlerweile Samstagnacht um 1 Uhr oder so. Und wir waren auch alle fertig, wir waren durchgefroren und mochten nicht mehr und dann haben wir das abgebrochen in dem Moment. Und ja, haben dann halt gesagt, wir gehen jetzt alle nach Hause, schlafen ein paar Stunden und morgen früh, also Sonntag, wohlgemerkt, Sonntagabend musste der Tunnel wieder frei sein, alles abgebaut sein. Dann machen wir Sonntag jetzt noch einen Versuch und der muss dann klappen. Und so war es dann auch, wir sind Sonntagmorgen alle mit solchen Augenrändern und völlig aufgeregt und dahin. Und da hat dann der allererste Versuch, da hat es dann geklappt. Dann kam aber noch ein großes Problem, wir sind um die Kurve rum, aber auf dem Rückweg und auf einmal kommt mir der Joachim entgegengelaufen, der für die Stromversorgung da ist und sagte, fahr langsamer, da hinten ist noch ein Stromkreis verdreht. Ich musste ja mal diese Sektoren umpolen und das ist ganz schön anstrengend, wenn man so lange läuft. Und dann habe ich zu Gitta gesagt, sie soll langsamer fahren mit diesem Zug, damit ich mehr Zeit habe, das zu machen. Und wer weiß, wie sich so ein Zug fährt, wenn er erstmal fährt. Also du hast unheimliche Kettenreaktionen, wenn du anfängst damit zu bremsen, dann schieben sich die Waggons wie im richtigen Leben auch, so von hinten auf. So, und sie war gerade dabei, in diese Kurve reinzufahren und da die Geschwindigkeit runterzusetzen, das Gesicht, das werde ich nie vergessen, als ich gesagt habe, fährst du bitte langsamer, damit ich mehr Zeit habe. Und dann habe ich nur gesehen, ja, der Lauf, seh zu, dass du läufst und dreh das um, bis ich da bin. Ich habe ihn noch nie so schnell laufen sehen und er hat es tatsächlich geschafft, so bis 3 Meter bevor der Zug kam, diese Stromgeschichte noch mal umzuklemmen, dass da also kein Kurzschluss entstehen kann. Und dann sind wir tatsächlich durchgefahren und bis zum Ziel haben es geschafft und damit den Weltrekord auch hingekriegt. Ja, war natürlich eine Riesenfreude, war total, weil wir so mit den Emotionen, die wir die Nächte davor hatten, wir haben teilweise geheult, also, es wird nix und das klappt nicht und so viel läuft verkehrt. Ja, es war der schönste Weltrekord, den wir gemacht haben. Wir haben uns so oft in den Nächten gefragt, warum machen wir diesen Scheiß hier eigentlich, weil wir frieren wie sonst was, ich merke meine Füße nicht mehr und ich habe keine Lust mehr und ich bin total müde. Aber es hat sich so gelohnt, als wir es geschafft haben, war es emotional Wahnsinn. Es ist soweit. Der Eintrag ins Guinness-Buch der Weltrekorde ist sicher. Doch eines ist ebenso sicher. Das ist nicht das Ende. Wir haben ihn gebrochen und ich hoffe, ihr kontert wieder. Es hat Gott sei Dank geklappt, ich bin happy. Ich beherrsche mich gerade, dass ich anfange zu heulen. Ich bin oberglücklich. Ich hatte so eine Angst, dass wir es nicht schaffen und ist der Hammer, ist echt, ist ein total geiles Gefühl.